Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir reden heute über die größten Megachurches in dieser Welt. Wir stellen euch erst die 5 größten Megachurches weltweit vor, dann die 5 größten Churches in Amerika und am Ende werden wir euch kurz sagen, was wir davon Megachurches halten, ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte. Unsere Megachurch Nummer 1 ist der Calvary Temple und sie haben wöchentlich 250.000 Besucher. Wurden 2005 gegründet, also vor 15 Jahren 250.000 Besucher in Indien. Indien, müsst ihr wissen, ist kein ganz krasses Verfolgerland wie zum Beispiel Nordkorea. Also Christen werden geduldet, aber in der Gesellschaft werden Christen dort viel ausgeschlossen. Das heißt, so eine große Gemeinde mit 250.000 Menschen ist was unglaublich Besonderes. Und wir haben euch ein paar Ausschnitte aus dem Trailer zusammengeschnitten. ఒకసారి ఆలోచించు. ఈ మనిషికి పని ఇచ్చావంటే పని కాదు. ఈ మనిషికి పని అప్పగించావంటే పని చేయడు. మాట చెప్పగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది. మీ ఇంట్లో 4 పిల్లలు ఉన్నారు. మీ తల్లి మీ తండ్రి ఆ నలుగురిలో ఎవరిని ఎక్కువగా నమ్ముతున్నారు? Megachurch Nummer 2 ist die Yonggi Chore Full Gospel Church. Die ist in Südkorea und hat wöchentlich 200.000 Besucher. Mitglieder, also Leute, die jetzt nicht immer in den Gottesdienst kommen, aber trotzdem Mitglieder sind, haben sie 800.000 Menschen. Hier seht ihr ein paar kleine Einblicke. Yonggi Cho transferred the torch of the Holy Spirit ministry from the past 50 years, a new morning in Korea, through the fire of prayer. His second step was the Festival of Happiness of New Life. During the Festival of Happiness of New Life, 12,600 people accepted Christ. Was total besonders ist in Südkorea, da sind die Menschen, wir würden sie vielleicht ultrakonservativ nennen, aber viele gehen jeden Tag in den Gottesdienst und morgens ist der erste Gottesdienst in dieser Gemeinde um 5:30. Megachurch Nummer 3 ist die Dean Roberts and the Works and Mission Baptist Church. Und sie haben wöchentlich 185.000 Besucher und diese Gemeinde befindet sich an der Elfenbeinküste. Man findet im Internet einfach überhaupt keine Videos von so einer riesen Megachurch. In himself. Verse 10 reads that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ. Megachurch Nummer 4, Deeper Christian Life. Wöchentlich haben die 180.000 Besucher und die befindet sich in Lagos in Nigeria. Und hier seht ihr ein paar kleine Ausschnitte. Nigeria. 100,000 seaters. The church is very big. The auditorium is a 100,000-seater capacity building. It knocks off the Winners Chapel building in Ota, which is 50,000-seater. On how his church, also known as Glory Dome, was built within a short time. The founder of the church, Paul Dr. Enenche, said. Und auch die 5. größte Megachurch befindet sich in Nigeria. Und das ist die Deeper Christian Life Ministry Gemeinde mit 120.000 Gottesdienstbesuchern. Impossibility will become possible, and then you know that already you have gone with Jesus. Anybody who goes with Jesus will never see trouble again, because all those powers of the devil, if they come at all, the Lord will thrash them and then throw them away. And then Abraham, look at Romans, I'm reading from Romans chapter 4. Was ihr gemerkt habt, unter den 5 größten Gemeinden auf der ganzen Welt ist keine einzige Gemeinde in den USA. Obwohl man ja eigentlich so denkt, okay, die Riesengemeinden sind alle da drüben in Amerika, aber tatsächlich sind die alle in diesen ganzen Richtung Asien und Afrika. Die größte Gemeinde in den USA ist die Lakewood Church in Houston in Texas und sie haben wöchentlich 43.500 Gottesdienstbesucher. Die zweitgrößte Megachurch in den USA ist die Life Church. Sie haben 41.000 Besucher und überall in Amerika verschiedene Standorte.
drittgrößte Gemeinde ist Willow Creek Community Church in South Barrington, das liegt da oben bei Chicago in den USA, und sie haben wöchentlich 25.700 Gottesdienstbesucher. Die viertgrößte Gemeinde kannte ich nicht, obwohl es eine Megachurch ist die Second Baptist Church, wöchentlich 23.700 und auch in Houston. Und die fünftgrößte Gemeinde ist die Saddleback Church, wöchentlich 22.000 Besucher in Lake Forest, Kalifornien, das ist bei LA da unten. Rick Warren ist der Leiter dieser Gemeinde und er hat eines der weltbekanntesten Bücher und meistverkauftesten Bücher geschrieben, 40 Days of Purpose oder auf Deutsch 40 Tage Leben mit Vision. Und das Buch wurde in Hunderten von Sprachen übersetzt und Millionen von Male verkauft. Wenn du das Buch kaufen willst, kannst du gerne in der Infobeschreibung auf den Link klicken, da kannst du das kaufen. So if you have your notes on the back side or the front side, we're talking back and then you poke out my eye and I poke out your eye and we both end up blind. Significant part of progress has been achieved of that. Possible. We haven't just grown as a church, but we're also growing in the community. Kommen wir zu dem Pro und Contra von Megachurches. Es gibt viele Vorteile bei diesen riesigen Gemeinden, aber es gibt auch einige Nachteile und die haben wir jetzt für euch zusammengefasst. Fangen wir an mit den Nachteilen von Megachurches. Nachteil Nummer 1 ist, es ist sehr unpersönlich. Man fühlt sich jeden Sonntag wie bei einem riesigen Konzert. Man wird nicht wirklich wahrgenommen, denn man ist von 50.000 Menschen in einem Gottesdienst umgeben. Ich meine, überlegt euch 200.000 Besucher, ein großer christlicher Kongress hat maximal 20.000. Und das ist an einem Sonntag 200.000. Kontra Nummer 2, schwere Integration. Wenn man beispielsweise sehr gerne Gitarre für Gott spielt, dann kann es super schwer sein, in so einer riesen Gemeinde auf die Bühne zu kommen und dort in das Lobpreisteam integriert zu werden. Man kann also manche Gaben in seiner Gemeinde einfach nicht ausleben. Negativpunkt Nummer 3, Kontakte aufbauen. Es ist nicht leicht, in einer Megachurch von 50.000 oder noch mehr Menschen einen neuen Freund zu finden. Obwohl Gemeinschaft bei den Christen immer sehr groß geschrieben wird, ist es einfach schwer. Kommen wir zu den Vorteilen von Megachurches. Vorteil Nummer 1, Zuschauer. Es ist möglich, den Gottesdienst anzuschauen, ohne gleich von ganz vielen Menschen angesprochen zu werden. Punkt Nummer 2, gute musikalische Qualität. Da große Gemeinden eine große Auswahl an Musiker haben, können sie auch die besten Lobpreisteams zusammenstellen. Daher ist die Musik in den großen Gemeinden oft ziemlich perfekt. Pro Nummer 2, Gemeinschaftsgefühl. Der Grund, warum viele Menschen auf Konzerte oder auch Kongresse fahren, ist dieses Gemeinschaftsgefühl, zu spüren, dass man nicht der einzige Mensch ist, der am Sonntag einen Gottesdienst besucht. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich finde es unfassbar beeindruckend, diese großen Gemeinden zu sehen und ich möchte unbedingt in diese Gemeinde nach Indien fahren. Ich kann mir das nicht vorstellen, 200.000 Menschen an einem Sonntag. Du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir wieder ein Video hochladen.